Okay, hier war es schon mal. Also ich komme da auf jeden Fall noch nicht dran. Guten Morgen. Moin, Max. Was geht? Nicht viel. Ich schicke Bewerbungen raus und suche nach einem günstigen PowerPoint-Key. Und selbst? Och. Jobsuche, dies und das. Bringt halt alles nix, ne? Werd halt immer geghostet oder abgelehnt, aber hauptsächlich geghostet. Es gab eine Firma, da war ich kurz davor. Und dann haben sie dann doch Nein gesagt. Aber mir immer sagen, ja, wir suchen, bewirb dich doch. Und dann sagen sie nein. Es ist halt echt nervig. Hast eine, in meinem Fall fast abgeschlossene Ausbildung. Firmen beschweren sich, dass sie keine Leute finden und dann ziehen sie sowas ab. Muss ich meine Geschichte von meiner Arbeit erzählen, wie ich entlassen wurde? Muss ich die Geschichte nochmal erzählen? Hast du die schon gehört? Hat ich dir die schon erzählt? Wahrscheinlich, ne? Aber einfach, weil es zum Thema passt. Okay, Folgendes. Ich habe meine Ausbildung abgeschlossen und dann saß ich da einen Monat erstmal rum zu Hause. Und dann habe ich eine Arbeit bekommen. Im nächsten Landkreis. Denk mir so, okay, ist eine halbe Stunde fahren, ist jetzt aber nicht, ist ja jetzt halb so wild. Halb so wild kann ich mich mit arrangieren. Und es hat mir actually Spaß gemacht. Habt ihr schon gehört, meine ich, irgendwas mit nicht erfahren genug, meine ich, erster Job nach der Ausbildung, by the way. Yes, genau, erster Job nach der Ausbildung. Aber ja, erzähl weiter. Ja, Folgendes. Ich bin ja als Fachinformatiker für Systemintegrator ausgebildet. Für die Leute, die jetzt keinen Plan haben, was zum Fick das ist. Ich bin der Typ, der bei euch im Betrieb die Netzwerkkabel zieht und die Firewall einstellt und alles dies und das. Oder zumindest die Nutzer anlegt. Ich war nämlich auf einer unteren Ebene. Weil wir hatten zwei verschiedene Abteilungen. Einmal wir und einmal die höhere Ebene. Wir haben Netzwerkstecker gemacht, wir haben Geräte vor Ort eingerichtet, wir haben Computer für die Kunden oder beziehungsweise für unsere Mitarbeiter eingerichtet. Das heißt, Windows drauf installiert, unser spezielles Windows. Und das hat mir eigentlich Spaß gemacht. So, im Januar, also eigentlich schon im Oktober, November haben wir dann ein Gespräch angesetzt gehabt. So ein Halbjahresgespräch, das Standard ist. Wo halt besprochen wird, wie das aktuell läuft. Und das Gespräch war Mitte Januar, früh morgens. Dass es früh morgens war, ist ganz wichtig. Dass es noch vor der Mittagspause war. Ja, und in dem Gespräch wurde mir dann basically gesagt, ich arbeite den zu langsam. Außerdem bin ich den zu unerfahren. Dass sie mich aufgrund der Basis entlassen werden. Und dann meinte mein Arbeitgeber, also mein Vorgesetzter, der mit da war. Und der meinte, joa, also die Entscheidung wüssten wir schon seit Mitte Dezember. Und dann denke ich mir so, wow, hättet ihr mir den dann nicht einfach im Dezember sagen können. Da hätte ich schon viel früher mit der Jobsuche anfangen können. Gut. Nach dem Gespräch war erstmal mein Adrenalin absolut oben, weil ich halt auch, ich denke mal, selbstverständlicherweise sauer war. Und das Problem war, ich hatte ja gesagt, das war vor der Mittagspause, ne? Ich habe vielleicht gerade mal 2-3 Stunden gearbeitet und ich war die ganze Woche damit beschäftigt, Monitore in Klassenräumen aufzubauen. Das heißt, ich war basically alleine in diesen Räumlichkeiten mit mir selber beschäftigt, ohne wirkliche Ablenkung, außer Bau 70 Monitore auf 3 Räume verteilt auf. Das sind jetzt ungefähre Zahlen, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber es war ein hoher zweistelliger Betrag, den ich aufbauen musste. Ich bin wenigstens froh, dass ich über mir gestanden habe und gesagt habe, nein, du gehst jetzt nicht einfach nach Hause, sondern du machst das jetzt noch. Ich meine, ich hätte ja auch einfach nach Hause gehen können und mich einfach krank schreiben lassen können, aber ich habe da immer noch weitergearbeitet. Ich finde das immer noch krass. Übers Arbeitstempo kann man sich streiten. Persönlich finde ich das eine Entwicklungssache, die mit der Zeit kommt, aber unerfahren, was erwartet man von einem, der aus der Ausbildung kommt? Das ist genau das, was meine Eltern auch gesagt haben. Und mir wurde dann von einem anderen Arbeitskollegen aus der technischen Zentrale gesagt, so, mit dem wir auch relativ dicke waren alle. Joa, also zum Ende hin scheinst du dich ja echt noch verbessert zu haben. Ich habe literally gesagt, dass ich lange brauche, um warm zu werden. Außerdem wurde mein Behindertenausweis nicht wirklich aufgenommen.
Weil ich habe keinen Behindertenurlaub gut geschrieben bekommen. Und wisst ihr, was das Witzigste an der ganzen Geschichte ist? Wir sind zu dritt gewesen, okay? Und wir waren mitten in der Standortübernahme für, dass wir am Ende 5 Standorte administrieren müssen. 5, ne? Zu dritt. 5 Standorte. Und zu mir sagen sie die ganze Zeit, ja, wir sind unterbesetzt, wir sind unterbesetzt, wir sind unterbesetzt. Wir sind unterbesetzt. Zu dritt 5 Standorte ist zu viel. Dazu, der Senior ist wahrscheinlich, ich hoffe es für ihn, jetzt Anfang des Monats in Rente gegangen. Das heißt, wenn die nicht schon einen gefunden haben, sitzt der Arbeitskollege, den ich dann hinterlassen habe, alleine da. Für 5 Standorte. Anstatt, dass sie mir... Ja. Ich denke, man hört meinen Frust so ein bisschen raus. Solltest du etwa während der Ausbildung noch 2 Vollzeitjobs machen, um gleichzeitig dann noch Erfahrung zu sammeln? Gefühlt ja, und dann währenddessen noch ein Artidio-Studium abschließen. Der Tag hat 24 Stunden, davon darf keine Sekunde ungenutzt sein. In der Ausbildung war ich ja in Kurzarbeit. Ich habe schon damals gemerkt, yo, vom Kopf her schaffe ich die 8 Stunden einfach nicht. Ich kann diese Leistung nicht erbringen. Und das war mein erster und einziger Vollzeitjob. Das war so ein Gleitzeitjob. Also ich habe davon, Standard war es, 7:4 gearbeitet. Ach, das ist ja auch stark. War vielleicht ein bisschen Vorstellung, wenn die das schon nicht beachten. Ja, und wir glauben, dass die einfach nur meine Behindertenbonis abkassiert haben und mich dann entlassen haben. Das haben wir auch schon in den Arbeitsamt gemeldet. Ja, der Kollege wird es nicht mehr lange machen. Entweder macht er krank oder er kündigt. Ja. Also, mir hat er gesagt, also, Herr Vorgesetzter, also ich werde dem Vorgesetzten sagen, so, ja, ich bin gerne gewillt, hier noch weiter zu arbeiten, aber nicht mehr in dem Pensum, wie es bisher war, wo wir zu dritt hier waren. Das hat er mir zumindest gesagt. Arbeitgeber, die Jungen heutzutage wollen auch gar nicht mehr arbeiten, auch Arbeitgeber. Absolut. Ja, ich meine, wenn es heißt, zu wenig Erfahrung. Es tut mir leid, ja, aber wir haben halt wirklich nichts wirklich Großartiges gemacht, außer Arbeitsplätze abgebaut, Arbeitsplätze aufgebaut, Computer verkabelt. Computer eingerichtet. Und wo muss ich zum Teufel jetzt nochmal hin? Was habe ich nochmal? Ja, und das war's basically. Das liegt zumindest sehr nah. Ich würde mich auch nicht überraschen, das mit dem Bonus. Ja. Tja, und seitdem bin ich arbeitslos. Seit Ende Februar. So, es kann echt krass. Es ist halt echt krass. Dann beschweren sich gewisse Leute in der Politik, dass die Leute zu wenig arbeiten. Ja, wie denn arbeiten, wenn man so hohe Anforderungen an einen Bewerber hat? Oder von Berufseinsteigern so viel erwartet wie von einem 30 bis 40 Jahren Berufserfahrung. Letzteres ist vielleicht etwas übertriebenes Beispiel, aber trotzdem. Es ist halt aber einfach so. Es ist halt einfach so. Bei uns haben sie für 2 Abteilungen eigentlich 1:1 die gleiche Stellenausschreibung hier ausgestellt. Nur mit dem Unterschied, dass das für die technische Zentralstelle anders heißt. Beziehungsweise unseres heißt anders. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber es war nicht Fachinformatiker für Systemintegration. Also haben sich hauptsächlich Leute auf die technische Zentralstelle beworben. Dementsprechend haben uns Mitarbeiter gefehlt. Und anstatt dass die höhere Ebene meint, komisch, die ganzen Leute bewerben sich auf die technische Zentralstelle und nicht auf uns, auf das Niedere, wo wir wirklich die Mitarbeiter brauchen. Ach, passen wir den Namen einfach an, sodass es halt dasselbe ist. Nö, sie senken die Anforderungen für unsere Abteilung. Also da ist wirklich einiges schief gelaufen. Außerdem versuchen die Arbeitgeber, ihre ältesten Mitarbeiter loszuwerden, weil die teils bessere und für die Firmen teurere Arbeitsverträge haben. Hat man offenbar gerade bei Deiler. Die geben gerade alle Abfindungen in der Hoffnung, dass sie sich verpissen, sozusagen. Damn. Das ist schon krass. So ein Krampf, das Ganze. Kannst du dich mir drüber aufregen? Ja. Also, ich habe mir schon erzählen lassen, in Österreich soll das
schlimmer sein von der Arbeitsmoral. Ich weiß aber nicht, wie das auf dem Arbeitsmarkt ist, einen Job zu finden. Bin ich mal gespannt. Weil ich will, zumindest wenn ich es mir dreimal überlegt habe, nach mehreren Urlauben eventuell dahin auswandern. Hatte ich ja schon mal in einem anderen Stream erzählt, meine ich. Ich habe auch schon zu meiner Mutter gesagt, dass ich nach Arbeit suche, aber mich nicht zeitnah arbeiten sehe, weil es eben so ist, wie es gerade ist. Ja, und das Arbeitsamt meinte auch so, ja, dann mach halt wenigstens irgendwas, stecken wir dich halt in den Kurs. Und ich habe auch schon Horrorgeschichten gehört, dass aus so einem Kurs nur Asoziale sind. Und du dafür 5 Tage die Woche 8 Stunden hin musst. Aber mein Kurs ist richtig entspannt. Ich muss zweimal die Woche für 1 Stunde dahin. Und es ist Einzelding, ne? Was für ein Kurs das genau ist? Bewerbungstraining. Einfaches Bewerbungstraining. Dass die Unterlagen halt optimiert und aktualisiert werden. Ich meine, meine Unterlagen sind halt aktueller denn je. Mit dem Unterschied, dass das Datum vielleicht nicht mehr auf der PDF so ganz aktuell ist, weil ich mich wirklich in den letzten Monaten nicht mehr um den Job geschert habe, weil es tut mir leid. Aber ich habe vielleicht, lass es 15, 20 Bewerbungen rausgeschrieben und bei allen 15 bis 20, okay, bei allen bis auf einen wurde ich entweder direkt abgelehnt oder ich werde bis heute geghostet. Und bei der anderen war es, ich war einmal ganz kurz davor und dann wurde doch gesagt, nee. Vor allem diese Genickbrecher-Frage. Ja, was ist denn passiert, dass sie da nicht mehr arbeiten? Ja, was soll ich denen sagen? Was soll ich denen sagen? Ja, ich war für die anderen zu langsam oder wie? Das ist ja auch das. Man darf über alte Arbeitgeber beim neuen Arbeitgeber ja nicht schlecht reden. Ansonsten ist das nicht annehmen Grund. Ich hasse das so sehr. Da wünsche ich mir doch echt, dass das Streamerleben geklappt hat. Oder dass ich handwerkstechnisch ein bisschen mehr begabt wäre und weniger lusche. Weil dann hätte ich wahrscheinlich nicht nur IT machen können, sondern auch Kfz-Meister. Aber da ich sehe, was alles in diesem Job von einem erwartet wird, habe ich gesagt, ja, nee, ich werde maximal Stammkunde bei einer Werkstatt. Aber nie selber Mechaniker, das ist das Ding. Naja, gut, da würde ich sowas sagen, wie das ist mit einem selbst und dem Betrieb nicht gepasst hat. Soll es ja geben, wa? Würde nicht sagen, dass das Schlechtreden ist. Ja, gut. Aber in so einem Moment habe ich halt nicht dran gedacht, ne? Also ich war schon darauf vorbereitet, dass die Frage kommt, ne? Aber trotzdem kam die halt unerwartet. Falls man versteht, was ich meine. Ja klar, die Frage kam aus heiterem Himmel. Ich habe mir die auch immer nur zurechtgelegt. Ach, scheiße. Stirb, du blöder Kaktus. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen auf Balkon. Hollali, hollali, hollado. Also die Antwort zurechtgelegt, falls ich gefragt werde, warum ich nicht in meinem Ausbildungsbetrieb bleibe. Ja. Vielleicht schmeiße ich meinen hirninternen ChatGPT-Bums an und saug mir irgendwas aus den Fingern, was nicht. Ich will nicht mit den Idioten, die sich Chefs schimpfen, nicht mehr zusammenarbeiten ist. Ja, ich war blöd, dumm und geistig behindert zugleich und habe gesagt, ja, es war einfach nicht das Richtige für mich. Sagte er in einem Telefonierbewerbungsgespräch auf exakt den gleichen Arbeitsbereich. In einem anderen Betrieb. So behindert bin ich. Und ich weiß auch, der Grund, warum ich nicht angenommen ist, weil ich mich so dämlich beim Bewerbungsgespräch angestellt habe. Meine Vorgesetzten und ich waren inkompatibel und ich entschied, alle wären glücklicher, wenn ich mir bei einem anderen Betrieb Arbeit suche. Schlag mit dem Zaunpfahl, aber immer noch höflich. Ja gut, ärgerlich, aber passiert. Für nächstes Mal weißt du Bescheid, sofern die Firmen mal nicht ghosten. Ja, ich hoffe es auch. Aber auch telefonische Bewerbungsgespräche sind eh ganz gruselig irgendwie. Ja, ich weiß noch, wie ich da im Flur stand, auf der Treppe sitzend. Ich habe mir gerade innerhalb eines Satzes mich selbst widersprochen. Geil. Also ich war im Flur, aber habe auf der Treppe gesessen.
Ich habe mega Schiss vor Telefonaten. Gespräche in Person, ja, aber telefonieren, erschießt mich lieber. Bin ich auch der Meinung. 100% was Lydia sagt. Das nächste, was telefonische Bewerbungsgespräch was angeht, ist Zoom-Calls. Die gehen noch. Ja. Ja. Und es ist immer saukomisch erklären zu müssen, ja, warum können sie denn nicht telefonieren? Aber meinen Eltern zu erklären, ja, du kannst nicht telefonieren, aber warum hängst du dann stundenlang im Call rum? Ich so, Eltern, das ist Discord. Und ich telefoniere mit meinen Freunden. Das ist nochmal eine komplett andere Welt. Und dieses Gespräch ist jedes Mal so unangenehm, weil sie es einfach nicht kapieren. Muss die Person sehen und muss wissen, ob ich was Falsches oder Komisches gesagt habe. Na, selbst wenn du was Falsches oder Komisches gesagt hast, die können bluffen. Du weißt, ich weiß nie. Ich bin konstant nervös bei so Gesprächen. Ich hasse das. Schön, dass alle hier Nervenbündel mit bei Telefonaten sind, ja. Vor allem in meinem Fall, wenn ich täglich mehrfach aufs Telefon achten musste, das war Stress pur. Ja! Oh mein Gott, ja! Ich hatte mein eigenes Telefon auf der Arbeit. An meinem Arbeitsplatz. Das war absolute Krise. Das hat auch ewig gedauert, bis ich mich da etwas eingelebt habe. Ich auch nicht, aber man kann es ja eher erkennen. Ey, gerade die nächste Absage bekommen. Egal, war es SEO-Manager, also nicht so schlimm. Ah, gerade per Mail rein. Geil. Ja, ich hatte auch ein eigenes Telefon und jedes Mal Angst, wenn ich Anrufe weiterleiten musste. Ich hab jedes Mal Schiss bekommen, wenn mein Telefon überhaupt geklingelt hat.